Gebrauchte Wohnmobile zum Schnäppchenpreis, die haben wir heute bei wohnmobile-saarland.de. Hier haben wir einen Pilote L'Essentiel. Und was es damit auf sich hat, einen P716. Wie alt er ist, was alles dabei ist und was er alles kann, das erfahren wir gleich von Jürgen Jung. Guten Tag, Jürgen. Hallo Sven. Ja, Pilote, das ist eine Marke aus Frankreich. Wir haben noch nicht so viel darüber berichtet, die habt ihr schon lange im Programm. Genau, das ist ein Fahrzeug aus unserer Vermietung. Du siehst, da ist noch die ADAC Vermietaufkleber vorne drauf. Ist noch nicht endgültig aufbereitet, zumindest von der Außenhaut her. Die werden nämlich weggemacht nochmal. Und das ist ein Gebrauchtfahrzeug, Euro 5 Plus, was wir jetzt abverkaufen. So, abverkaufen heißt, das hat in der Vermietung gewirkt und ist erprobt. Das heißt, alles, was irgendwie mal geklappert oder kleinste Mängel und so weiter, sind alle behoben. Es wird anschließend nochmal übergeben. Die Laufleistung, wie sind die üblicherweise bei dem? Die Laufleistung bei den Fahrzeugen liegen alle bei 1 Million Kilometer. Der hat jetzt 75.000 Kilometer gelaufen, ist ein 16er aus 516. Ich muss dazu sagen, die Fahrzeuge bei uns in der Vermietung sind alle top gepflegt. Ich habe höre von jedem Kunden, wo wir die verkaufen, dass sie, wenn sie zu uns kommen, selten Fahrzeuge finden, die so im Innenraum so sauber und so gepflegt sind wie unsere Fahrzeuge. Das werden wir auch gleich sehen, wenn wir reinkommen. Auch der jetzt hier von außen, da siehst du, da ist nichts dran. Der hat keine Beulen oder Ditscher oder irgendwas. Der ist makellos. Außer, dass er jetzt noch schmutzig ist und nicht außen aufbereitet ist. Ja, genau. Wir drehen jetzt nämlich auch im Winter 2018. Es ist praktisch, dreht sich genau um dieses Fahrzeug. Es hat eine Heckkamera mit dabei. Genau. Es hat einen Fahrradträger mit dabei. Radträger, Heckkamera, die Markise ist mit dran. Markise, das ist auch nicht irgendeine, sondern eine Thule Omnistor, also eine der besten Markisen, die es am Markt gibt. Die ist mit dabei. Dann eine große Heckgarage. Du hast hier die große Heckgarage. Ja. Siehst du, da ist also viel Platz. Die ist ja riesig. Ja. Die ist ja krass groß. Ja. Ja, ist auch schön hier mit dem Holz, das ist echt gut gemacht. Hier sind die Auffahrhilfen sind mit dabei. Hier habe ich richtig viel Platz. Hier konnte ich sogar ein teures E-Bike zum Beispiel quer reinlegen, wenn ich das unbedingt will. Kannst du quer reinlegen. Mit dem Fahrzeug war ich selbst schon öfters weg gewesen und habe auch da meine teuren Rennräder hinten drin liegen gehabt, sodass man eben sicher ist, dass sie auch noch da sind, wenn man damit fahren möchte. Genau, die will man nämlich nicht auf dem Heckgepäckträger haben. Sollte man nicht draufstellen. So, hier vorne ist auch noch eine Lampe eingebaut. Hier zeige ich es mal gerade. Also eine Beleuchtung außen, die kann ich zuschalten. Der hat auch Zentralverriegelung auch bei der Aufbautür. Achso, das heißt, ich kann mit dem Knopf hier vom Fahrerhaus mache ich auch die Aufbautür mit auf. Okay, toll. So, dann hat der natürlich auch eine Stufe unten. So, die fährt raus. Im Fahrzeug schon im Inneren. Im Inneren. So, ich gehe mal kurz rein. Erster Eindruck. Genau. Wow, der sieht ja richtig schick aus. Also du siehst, die Fahrzeuge sind gepflegt, da ist nichts kaputt, geleiert, Kratzer oder irgendwelche Macken dran. Das sind Fahrzeuge, die haben im Innenbereich, ich sage das immer ganz bewusst, in Neuwagenzustand, mehr oder weniger. Die werden bei uns auch sehr sorgfältig gepflegt. Nach jedem Rückkunft von der Vermietung werden die durchgeschaut. Wenn was dran ist, wird das beseitigt und wird behoben. Also die sind innen drin wirklich neuwertig. Hier siehst du, hier sind so Feinheiten, da kann man Flaschen reinstellen, Boxen. Du hast Du hast diesen großen Kühlschrank wieder mit dem Gefrierfach drin, oben drüber. Genau, der ist jetzt auch so speziell so gemacht, dass er ein bisschen aufsteht, dass er nicht Feuchtigkeit zieht. Genau, damit er nicht anfängt zu schimmeln. Jetzt, wenn er nicht betrieben wird, dann hast du oben drüber nochmal einen großen Schrank. Auch hier ist schon mal Fernsehen wieder vorgerichtet im Fahrzeug. Wir haben hier das komplette Bedienfeld. Du kannst die Zustände abfragen, Pumpe. Du hast die Bedienung von der Truma-Heizung. Auch die ist schon einnetzfähig aus dem 16er Baujahr. Du hast ein elektrisch betätigtes Hubbett hier oben drüber für 2 Personen. Du siehst hier... Genau, das ist möglich, das runter mal zu machen. Schlüssel steckt, müsste gehen. Könnte gehen. Gucken, es kann sein, dass die Aufbaubatterie... Die Aufbaubatterie haben unsere Männer Winterbetrieb abgeklemmt für den Winterbetrieb. Es ist riesig. Schon winterfest gemacht. Ich zeig's noch gerade. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Also man hat erstmal ein ganz großes Raumgefühl hier. Das Hubbett ist wirklich sehr groß. Es ist 2,10 Meter? Das ist 2,10 Meter und hat 1,40 Breite. Da kann man wirklich mit 2 Erwachsenen problemlos drauf schlafen. Habe ich auch schon selbst gemacht. So, das Hubbett fährt dann runter. Es ist alles so gemacht, dass man drunter kriechen kann. Drunter durchgehen kann, nach vorne. Und man hat, du siehst, du hast auch hier keine Probleme rauszugehen. Ja.
Ja? Das heißt, der also hinten jetzt schläft, der Genau. kann problemlos rein rausgehen. Du kannst auch hier die Türen zumachen. Du hast da einen separaten, abgetrennten Raum hinten hier. Und wenn du dich rumdrehst, da wirst du das nächste Highlight sehen, ein riesengroßes Warte, Raumbad. wir machen jetzt mal eins. Sekunde, ich gehe mal kurz hier vorne hin, bevor wir so auf die Details gehen. Und da kann man jetzt mal eins sehen. Wenn du mal gerade die Tür zumachst, bitte, Jürgen. Das ist für mich immer so ein richtiges Highlight, dass wenn man da jetzt keine Lust mehr drauf hat, zum Beispiel auch mal, man will auch mal alleine sein, dann mache ich einfach hier die Türen zu. Die sind im Moment, genau. Den Handschuhen ist das alles nicht so einfach. Ja, hat nämlich Handschuhe an. Es ist, ich glaube, draußen sind es mittlerweile 0 Grad gefühlte. Aber so ist es im Winter. So, und da kann man einfach zumachen und habe dann wirklich meinen eigenen abgetrennten Bereich. Vorne das Bett ist dann auch getrennt. Kann dann jederzeit rausgehen. Und das ist schon sehr, sehr praktisch. Das ist jetzt alles natürlich hier im Winterbetrieb jetzt im Moment drin. Hab dann hinten ein Riesenbad, ein wirklich gigantisch großes Bad. Ja, genau, gigantisch großes Bad. Du siehst auch die Toilette. Du kannst da, wenn du 2 Meter groß bist, problemlos auf der Toilette sitzen. Du hast eine abgetrennte Dusche hinten drin mit einer Duschwand, eine richtige Duschpaneele wie zu Hause mit einer Duscharmatur. Also es gibt da nichts, was die Wünsche offen lässt. Ein Heki-Fenster mit Kurbelantrieb, wo man aufmachen kann. Also jetzt Luxuszustand dieses Fahrzeugs ist schon sehr, sehr gut. Das heißt, ich habe richtig viel Platz, habe hier vorne natürlich eine Möglichkeit, um mich hier zu rasieren, fertig zu machen und alles drum und dran. Das ist richtig toll. Hier oben ist das entsprechende Becken des Waschbeckens hier. Die ist auch drehbar, die Toilette? Die Toilette ist drehbar. Toiletten sind immer drehbar. Alle Tedford-Toiletten sind drehbar oder Dometic-Kassetten-Toiletten sind alle drehbar. Die kann man immer drehen, wie man so möchte. Sag mal nicht, dass ich jetzt hochhebe, die Matratze, was da drunter? Darunter ist die Garage, wo es dir eben gesagt hast, die so toll groß ist. Ja, die ist echt groß. Genau. So, das heißt, ich hebe hoch und komme dann auch da dran. Genau, kommt von oben auch in die. Dann hat dieses Auto ein Soundsystem. Du kannst das Radio vorne laufen lassen und hast hinten 2 Lautsprecher und kannst nachts, wenn du schläfst oder abends, kannst du dir da noch Musik um die Ohren blasen lassen. Auch hier über dem Bett siehst du, hast du ein Fenster, die Schränke, alle große Schränke, auch sehr wertig gemacht mit dem Holz, mit den weißen Flächen vorne drin. Ich mache mal gerade eins, damit man mal sieht, wie groß das Fahrzeug ist. Wenn du einfach mal da stehen bleibst, ich gehe mal ganz kurz bis zum Ende hin, dass man mal sieht, wie viel Platz hier in dem Auto überhaupt ist. So, jetzt bin ich da drin, jetzt wird es richtig groß. Hier oben ist das Hubbett nochmal drüber. Und also, hier habe ich dann einen eigenen Bereich, kann ich schlafen. Hier ist der Bereich, hier wird gekocht. Genau, der hat dann ein Längskochfeld drin. Du siehst, da hast du auch wieder 3 Flammen. Du kannst große Töpfe draufstellen, große Pfannen draufstellen, ohne dass da der eine mit dem anderen in Verbindung kommt. Auch wieder Piezo-Zündung. Hier hast du eine Glasplatte, wie heute bei den modernen Küchen, hinten an der Wand dran, wo man abwischen kann, wenn mal ein Fettspritzer dagegen kommt. Du hast ein Fenster direkt hinten dran. Du hast eine Abzugshaube mit drin. Echt? Ja. Cool. Warte mal, ich zeig's mal gerade. Hier vorne ist eine Edelstahl-Abzugshaube mit drin. Wenn du mal aufmachst, das sieht doch vielleicht noch ein bisschen besser. Da genau. jetzt kann man sehen. Da ist die Abzugshaube mit drin, das ist ein bisschen dunkel. Ja. So, und da oben hat man noch, genau, wenn du mal aufmachst, das heißt, hier habe ich dann für Teller, für Tassen und so weiter, habe ich dann genug Raum drin. So, hier ist die Spüle. Da ist die Spüle, genau. Das ist ein riesen Hahn ist dran, ein Wasserhahn, wie zu Hause. Wie zu Hause, den kannst du halt drehen, siehst du ja, das ist schwenkbar, Einhebel, Mischbatterie, Keramik. Ja, also Fahrzeug siehst du, nochmal gesagt, ist aus 516, 75.000 Kilometer gelaufen, hat 130 PS Fahrzeug kriegt neuen TÜV und kriegt neue Gasprüfungen, wenn es der Kunde übernimmt. Und du siehst, das ist innen drin wie neu. Du siehst auch die Polster, da ist nichts versifft oder versaut. Auch das Bett. Du siehst hier diesen Schutz drüber noch, das ist der Nässeschutz. Da hat nie einer mit dem Popo auf der Originalmatratze gelegen, sondern das ist bei uns immer so ein Nässeschutz über alles drüber, der das alles, den direkten Kontakt auch tatsächlich vermeidet. Du hast hier, wenn du das jetzt siehst, Matratzen, die sind jungfräulich, da ist nichts. Naja, ob da jetzt mal eine Jungfrau... Ich weiß, was du meinst. Das heißt, da war noch niemand mit direktem Körperkontakt drauf, was auch Sinn macht, also in der Vermietung. Es riecht auch wirklich neu. Also es ist, ich bin jetzt gerade hier drin, wenn ich überlege,
die sind ja auch nicht das ganze Jahr über. Das heißt, also die fahren ja immer in Sommermonaten, im Winter stehen die ja hier. Genau, also dieses Jahr jetzt stehen die Fahrzeuge erst gerade jetzt so 4 Wochen, weil wir bis dahin immer noch ausgebucht waren. Aber sonst im Regelfall ist es schon ein bisschen länger. Ja. Super. Also, Auch hier habe hier ich. siehst du jetzt auf den Sitzflächen sind auch wieder diese Sitzbezüge drauf hinter dir, sodass du da nichts. Schonbezüge. Also hier sind sie jetzt auch mit drauf. Genau. Hier sieht man es auch nochmal. Da haben wir es komplett mit drin. Der hat dann auch wieder Klimaanlage im Fahrerhaus drin, der hat Tempomat drin, elektrische Fensterheber, elektrische Spiegelverstellung, hat ein Radio drin, hat eine Rückfahrkamera drin. Was das Herz begehrt. 75.000 Kilometer gelaufen und ja, du siehst, der Neuwagenzustand innen drin, der ist wirklich sehr, sehr gut. So, ich gehe mal kurz raus. Da machen wir eine Abmoderation. Auch hier ist das natürlich schön gelöst mit der Stufe, die hier drin ist von Thule. Genau. Ja, ganz tolles Fahrzeug. P716 von Pilote. Pazifik 716. 716 deswegen, weil die Länge 7,16 Meter ist. Ah, 716 Meter. So, ich zeige es mal gerade komplett. So sieht es aus, das Fahrzeug von außen, das was wir mal sehen. Und auch hier hat der Jürgen gleich einen Preis, er hat seinen Spickzettel dabei. Es gibt nämlich einen speziellen Winterpreis. Und so sieht das Fahrzeug von hinten aus. Und so sieht der Jürgen von vorne aus. So, und er wird uns jetzt gleich mal den Preis verraten. Genau, also dieses Fahrzeug, so wie er jetzt hier steht, mit den 75.000 Kilometer aus 516, 2 Jahre TÜV, 2 Jahre Gasprüfung mit der Markise, mit dem Radträger, mit 1 Jahr Gewährleistung würde das Fahrzeug 41.000 Euro kosten. Ja? Okay, inklusive Steuer, der kommt nämlich aus einer gewerblichen Vermietung. Genau, inklusive der Steuer. Die Also wenn Steuer ich jetzt wäre aber gewerblich- ausweisbar. Das heißt, wenn jemand das gewerblich nutzt, Für die Firma zum Beispiel, der kann Genau. die Mehrwertsteuer noch absetzen. kann er die Ist Mehrwertsteuer. inklusive Steuer. muss man Inklusive sagen. Steuer, genau. Das ist auch ein wichtiger Faktor, wenn man den oft privat kauft, keine Steuer drin. Hier ist das möglich. 41.000 Euro, 75, wie war es ungefähr Kilometer? 75.000 Kilometer mit drin. Nicht mal die zweite Inspektion. Hat noch nicht mal die zweite Inspektion, sagt er. Also das heißt, die erste Inspektion war bei 50.000 und die zweite Inspektion wäre jetzt bei 100.000. Zahnriemenwechsel bei den Fahrzeugen wird ganz, ganz oft gefragt, liegt bei 220.000. Und was ganz wichtig ist, es ist ein Jahr Garantie dabei, das ist eh gesetzlich. Also ihr müsst, wenn ihr die übergebt, ja klar, im gewerblichen Bereich könntest du die jetzt ausschließen, aber auch wenn das jetzt eine Firma kauft, kriegt sie ein Jahr, oder? Genau, kriegst du ein Jahr. Wir machen auch immer einen sogenannten Gebrauchtwarencheck, ADAC Gebrauchtwarencheck. Das heißt, die Leute bekommen das Fahrzeug von uns so übergeben, dass wir hundertprozentig sicher sind, dass nach bestem Wissen und Gewissen nichts an dem Fahrzeug dran ist. Kostet nochmal Pilote? Der kostet 41.000 Euro. 41.000 Euro brutto. Jürgen Jung, wo findet man dich? Ja, Dein Team. wir sind in Saarlouis im Industriegebiet Metzerwiesen und zwar im Industriestraße 3 oder unter wohnmobile-saarland.de. Ja, das ist er. Der Pilote, der Pacific 716 für nochmal wie viel Euro? 41.000 Euro. Inklusive Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer ist ausweisbar. Danke, Jürgen Jung. Ja, bitte. Ciao.